Diese Verdächtigen haben sich ein sehr effektives Mittel ausgesucht, um der Polizei zu entkommen. Sportmotorräder. Gegen diese Fahrzeuge, die wie Pfeile beschleunigen, hat die Polizei es sehr schwer. Aber die Polizisten sind entschlossen. Schauen wir uns an, was passiert ist. Am Morgen des 29. Juli 2024 gegen 6:30 Uhr bemerkte die Staatspolizei, die an der Kreuzung der US I-44 in Arkansas im Einsatz war, eine burgunderrote Suzuki Hayabusa ohne Kennzeichen, die aggressiv zwischen den Fahrzeugen auf einer Baustelle Slalom fuhr. Der Fahrer mit schwarzer Kapuze, blauer Jeans und weißem Helm gab Vollgas, sobald er die Polizeilichter sah. Das Motorrad überholte den Verkehr auf der I-440 mit einer Geschwindigkeit von über 120 Meilen pro Stunde auf dem Standstreifen und verschwand praktisch aus dem Blickfeld. Am 6. November 2021 gegen 15:39 Uhr bemerkte ein Hilfs-Sheriff des Lowndes County Sheriff's Office, Uriah Wade Hall, der mit einer silbernen Suzuki Hayabusa mit abgenommenem Verkleidungsdeckel auf der Shiloh Road weit über der Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 Meilen fuhr. Als die Polizei ihn anhielt, beschleunigte Hall noch weiter, verlangsamte kurz seine Fahrt, als er sich einer Autobahnauffahrt näherte und signalisierte mit einer Geste seiner beiden Finger, dass er weiter fliehen würde. Dann bog er auf die I-75 in Richtung Süden ab und gab Vollgas. Während der Verfolgungsjagd erreichte Hall eine Geschwindigkeit von etwa 233 Kilometer pro Stunde und legte bei dieser Geschwindigkeit mehr als 20 Meilen zurück. Die Georgia State Patrol schaltete sich in die Verfolgung ein und versuchte, das Motorrad mit einer mobilen Straßensperre zu stoppen.
Viele Versuche, ihn zu stoppen, schlugen fehl. Doch beim letzten Versuch verlor Hall die Kontrolle. Die Hayabusa schleuderte auf der linken Spur der Autobahn und stürzte zu Boden, wodurch die Verfolgungsjagd beendet war. Eine mögliche Überschlagung hätte zu einer noch größeren Katastrophe führen können. Der Verdächtige wurde am Unfallort von Rettungskräften versorgt. Bei der Durchsuchung wurden bei Hall eine geladene 9mm-Pistole, 829 Gramm Methamphetamin, eine Menge Heroin, Drogenwagen und $1.610 in bar gefunden. Hall, der bereits wegen schwerer Verbrechen wie Diebstahl und Drogenhandel vorbestraft war, wurde trotz seiner Verurteilung mit einer Waffe erwischt. Bei diesem Vorfall in Arkansas verwandelte sich eine gewöhnliche Verkehrskontrolle innerhalb von Sekunden in eine rasante Verfolgungsjagd mit einer Geschwindigkeit von etwa 214 Kilometern pro Stunde. Der Geschwindigkeitsvorteil, den das leistungsstarke Sportmotorrad bot, stellte eine große Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar. Während der Verfolgungsjagd beobachteten die Polizisten deutliche Anzeichen dafür, dass der Fahrer nicht bei klarem Verstand war. Überhöhte Geschwindigkeit, unausgewogenes Fahren und unkontrollierte Manöver setzten nicht nur den Fahrer selbst, sondern auch unschuldige Autofahrer auf der Autobahn einer ernsthaften Lebensgefahr aus. Pull over now. Shut the bike off and get off. Shut the bike off. Face down on the ground before I put you on the ground. Now! Forget the helmet, get on the ground! Die Verfolgung wurde kontrolliert und sicher beendet und der Fahrer wurde festgenommen. Bei den durchgeführten Kontrollen wurde offiziell bestätigt, dass der Verdächtige unter Alkoholeinfluss stand. Polizeibeamter Surette bemerkte, dass das Motorrad die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten hatte und wollte es anhalten. Der Fahrer der Honda CBR 1000 entschied sich jedoch, stattdessen mit plötzlichen Beschleunigungen zu fliehen. Dank seiner hohen PS-Leistung und seines leichten Aufbaus erreichte die CBR 1000 in kurzer Zeit Geschwindigkeiten, die das Polizeifahrzeug nicht erreichen konnte, und verschwand aus dem Blickfeld. In diesem Video sehen wir eine gefährliche Verfolgungsjagd zwischen einem Sportmotorrad und der Polizei auf den Landstraßen von Arkansas. Die Dashcam-Aufnahmen zeigen, wie State Trooper Drum eine routinemäßige Verkehrskontrolle durchführen will. Der Motorradfahrer jedoch die Anweisung zum Anhalten missachtet. Das Motorrad beschleunigt kurzzeitig und versucht über schmale und kurvige Straßen zu entkommen. Diese Momente zeigen deutlich, warum Sportmotorräder in den USA für die Polizei eines der schwierigsten Ziele sind.
Nach einer Weile biegt der Fahrer auf einen Feldweg ab und versucht, seine Flucht fortzusetzen. Mal sehen, wie sich dieses für Asphaltstraßen konzipierte Sportmotorrad auf einem Feldweg schlägt. Die Verfolgungsjagd endet an einer Stelle, an der das Motorrad nicht mehr weiterfahren kann. Diesmal versucht der Fahrer jedoch, vom Motorrad abzusteigen und zu Fuß zu fliehen, wodurch die Situation eine neue Wendung nimmt. Der Verdächtige, dem in der ländlichen Gegend die Puste ausgeht, wird wenige Minuten später erschöpft gefasst. Der Fahrer wird von den Polizeibeamten zu Boden gedrückt, mit Handschellen gefesselt und einer gründlichen Leibesvisitation unterzogen. Bei der Durchsuchung wird festgestellt, dass der Verdächtige ein Päckchen mit Drogen und eine große Menge Bargeld bei sich hat. Die Behörden geben an, dass diese Funde zeigen, dass der Fahrer nicht nur geflohen ist, sondern auch Drogenhandel betrieben hat. Nun werfen wir einen Blick auf eine unglaubliche Verfolgungsjagd mit einer Geschwindigkeit von über 130 Meilen pro Stunde zwischen der Arkansas State Police und einem Sportmotorradfahrer. Die Geschichte beginnt damit, dass Polizeibeamte das mit hoher Geschwindigkeit fahrende Motorrad bemerken. Und innerhalb von Sekunden verwandelt sich ein gewöhnlicher Verkehrsverstoß in eine lebensgefährliche Flucht. Der Fahrer vertraut auf die Leistung seines Motorrads, gibt Vollgas und versucht, den Abstand zur Polizei zu verringern. Turn in right on Churchill. Right on Churchill. Left on Division. That's the second. Traffic's fine. Speed's 88. Während der Verfolgungsjagd erreicht das Motorrad Geschwindigkeiten von über 210 km pro Stunde. Plötzliche Spurwechsel, harte Bremsmanöver und unkontrollierte Manöver bei diesen Geschwindigkeiten gefährden sowohl das Leben des Fahrers als auch das von unschuldigen Menschen auf der Straße. He's in the ditch, and he began passing on a pig. Wie riskant Verfolgungsjagden mit Sportmotorrädern in den USA sind, wird in diesen Bildern einmal mehr deutlich. Während in Deutschland in ähnlichen Situationen die Verfolgung meist frühzeitig abgebrochen wird, kann die Polizei in den USA die Verfolgungsjagd bis zum Ende fortsetzen. West on North 7, turn North O, headed back towards Midland. Alvin Bradley Senior Lane, or North 8th.
Back to north end north. Clear, clear, clear. Alright, there's no traffic. We're about 50 right now. Back on Midland. We're right. Gonna be heading towards the downtown area if we stay right. Okay, back on this. Past North End. We're passing the Wide Awake Cafe on North 10. Passing North Ida. Speed's 90. No traffic. Coming up the North A. Correction, North B. He's on the red light and proceeding through. Coming up to Garrison. No traffic, no pedestrians. Der Fahrer fuhr ohne Schutzausrüstung weiter. Er bremste weder an Ampeln noch an Kreuzungen. Manchmal verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Behind the jail. Headed back to Wheeler. We're in a parking lot here. Still behind the jail. Going in circles in a parking lot. Headed back towards Wheeler. Alright, we're on Wheeler southbound. Passing South B-Boy. Passing South D as in David. Speed's 100 miles an hour. Traffic's light. He's got a blue shirt on. No helmet. Like khaki shorts and some blue Jordans. Passing South Ida. South low. Speed's 110. Traffic's light. We're passing the Dollar General. Nachdem er eine Weile versucht hatte, der Polizei in der Stadt zu entkommen, fuhr der Fahrer schließlich auf die Autobahn. Hier war er mit seinem Sportmotorrad im Vorteil. Mal sehen, wie die Verfolgungsjagd endet und ob er entkommen kann. Deputy in front of me, crossing Fresno. Alright, got a deputy behind me, passing Houston on Wheeler. Speed's 120, no traffic in our lane. Original stop was for expired tags. Coming up to Phoenix, red light on Phoenix, and he blew through Phoenix. Still continuing, no traffic, speed's 100, coming up to 0. Alright, notify Oklahoma, we're right on 0. We're headed to Oklahoma. I'm going to end up losing where we're at. Past state line. Der Fahrer, der es geschafft hatte, auf der geraden Strecke einen Vorsprung herauszufahren, wurde in den Kurven langsamer. So konnte der Polizist wieder auf den Verdächtigen aufholen. Alright, we turned around. We're headed back to Fort Smith, coming right in front of the deputy. I'm gonna be straight up on 0. I'm coming up to it here.
All right. Left on Wheeler, 31 you call it if you got it. Here, I'm calling. We're northbound on Wheeler. Our speeds are still climbing up to about 80 right now. I'm right in front of y'all. Hey, 3, we're going to try to slow him down, get him boxed in. You good with that? Yes, sir. Hey, go secondary, go secondary. It's about 87, Wheeler, northbound still. Don't get up there, let's try to keep boxed in. Still northbound, about 120, passing the train track. We coming to downtown Portsmouth, about 112. How's your traffic? Light traffic. We passed in Rogers right now. Going through a red light. Der Fahrer, der wieder in ein Wohngebiet fuhr, passierte die Kreuzungen sehr nah an den anderen Fahrzeugen. Er stellte nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Zivilisten eine große Gefahr dar. In einer weiteren Kurve verlor er die Kontrolle und stürzte mit seinem Motorrad. Als er gerade aufstehen wollte, setzten die Polizeibeamten die Taktik des Bumped and Pinned In ein. Der Fahrer wurde am Unfallort außer Gefecht gesetzt und festgenommen. Dieser Vorfall zeigt, dass Sportmotorräder trotz ihres Geschwindigkeitsvorteils den Polizeitaktiken nicht immer entkommen können. Sind Sie der Meinung, dass Verfolgungsjagden bei so hohen Geschwindigkeiten fortgesetzt werden sollten? Oder sollten sie früher beendet werden? Aus welchem Land? Sehen Sie sich dieses Video an. Yay! You get to go to prison. Oh, because of that? Because of that? You're so misdemeanor. That's it. Misdemeanor at the most. Why don't I do that? I throw that on the ground and stomp on it. Oh, fuck.